Servus Leute, was geht ab? Willkommen. Das Jubiläumsevent hat angefangen. Januar, Februar, März sind die Jubiläumsmonate von Element Vision. Also die quasi einjährige oder Geburtstage quasi von Element Vision. Bedeutet, wir haben im Januar das Crafting-Event für ein Bauteil. Im Februar haben wir das Aufwertungsevent für Bauteile. Und im März haben wir das Summoning-Event für 5 Stars. So, und hier soll es auf jeden Fall in dem Video gehen, um das universelle Crafting-Event. Ich will euch einfach nur erklären, auf was ihr achten solltet, wie ihr es machen solltet und. Und wichtig für alle Leute, bitte schaut dieses Video ganz genau an. Es ist sehr, sehr wichtig. Macht nicht den Fehler. Ich habe schon im Chat einige gesehen, die den Fehler gemacht haben und es tut weh. Es tut weh. Macht das nicht bitte. Lasst das Bauteil liegen. Das ist Prio Nummer 1. Ich werde euch alles gleich Stück für Stück erklären, auf was ihr achten solltet und warum ihr das Bauteil definitiv nicht anfassen solltet. Auf gar keinen Fall. Ich werde es euch gleich erklären. So, folgendermaßen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 universelle Bauteilsets. Diese Bauteilsets sind an sich egal, welches ihr nehmt. Ihr macht nichts falsch. Ein universelles Bauteil ist immer zu gebrauchen. Es tut nicht weh, wenn ihr das in Solar nimmt, ein Lunar nimmt, Silvanen, Vulkanisch nimmt und oder Ozeanisch. Aber ich persönlich würde euch empfehlen, Ozeanisch zu nehmen. Warum? Wenn wir jetzt auf Lunar gucken, wir haben hier 2 Sets, Hinterhalt und Tarnung, die wirklich wichtig oder ausschlaggebend sind, die man nutzen kann. Bei Solar haben wir Schock, Perfektieren noch und Glaube von mir aus noch für einige Situationen, aber meistens eher wenn dann Schock. Das sind eher die Prio, wo man legen würde. Bei Sylvan ist es unsterblich, Vampir, korrupt und vielleicht noch heilen, bei einem guten Heiler vielleicht noch. Vulkanisch, Eifer. Der Rest ist nicht so wichtig, man kann auf Echo natürlich bauen. Es gibt immer wieder welche, man sagt, okay, das Elemon würde ich auf Echo bauen, aber nur wegen einem Elemon braucht ihr nicht universelle Bauteile. Ihr habt auch von jedem Set wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen farmt, auf jeden Fall ein ganz okayes Set. Deswegen. Aber bei Ozeanisch habt ihr definitiv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sets, die wirklich dauerhaft benutzt werden. Macht, Schlagen, Schnell, Rache, Tödlich, Inspirieren. Alles sehr wichtige Bauteilsets. Alle. Wirklich. Alles davon wird benutzt. Dauerhaft. Man sieht es ja auch an den Zahlen, wie viel ich farme. Ich farme Boxclub ausschließlich, weil Boxclub ist das oder der Dungeon, wo wirklich die Sets alle super gut und wichtig sind. Ne? Damage Dealer, SCCler, schnelle Supporter oder CCler, Rache für Counterattacks, Crit Rate, Inspirieren für Boost, für Attack-Prozent, für Dungeons. Alles sehr, sehr wichtige Bauteile. Deswegen würde ich euch empfehlen, nehmt Ozeanisch. Ozeanisch ist das Beste, was ihr nehmen könnt. Ihr macht damit nichts falsch. Es ist für alles benutzbar und alle von diesen Sets werden es euch später danken. Nur als kleiner Tipp. So. Wenn wir jetzt dann davon ausgehen, dass wir diese Sets hier nehmen, oder zumindest für Ozeanisch gehen, ist das nächste Wichtige, welche Slots sind wichtig? 1, 3 und 5. Auf gar keinen Fall, Leute. Auf gar keinen Fall. 1, 3 und 5 sind die Slots, die ihr auf gar keinen Fall craften werdet. Weil 1, 3 und 5 haben feste Werte. Angriff, Verteidigung und LP. Das sind alles feste Sets. Ihr werdet definitiv immer auf diesen 3 Slots immer mehr Bauteile bekommen und bessere Bauteile bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit wird höher sein, dass ihr hier gute bekommt, als auf den Slot 2, 4 und 6. Als nächstes würde ich sogar sagen, 2 würde ich auch rausnehmen, weil 2 sind meistens Attack-Prozent, LP-Prozent, von mir aus noch Verteidigung-Prozent und Glück-Prozent. Das sind die 4, die ihr braucht. Und ich persönlich würde eher auf 4 und 6 achten, weil das sind die Slots, die am wichtigsten sind, die mehr als Allrounder funktionieren, weil in den meisten Fällen habt ihr hier Speed-Bauteile drauf, auf 1 oder 2 oder 3 oder 4 von mir aus habt ihr Glückssets drauf und davon habt ihr wahrscheinlich schon Unmengen viele und da ist auch nicht so wichtig. Da kann man auch Flat Sets benutzen, weil Glück bekommen nur Elements, die nicht wirklich auf Sets achten. Die Sets, die ihr wirklich braucht, sind ja wirklich Macht, Schlagen, Schnell, Tödlich, Inspirieren. Und das sind eher Elements, die wirklich eher für Dungeon Runs oder für Gildenkampf oder für Überlebensboss wichtig sind. Und da ist es egal, ob du dann Glückprozent als Set hast oder als Flat Set hast. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auf 2 verzichten.
Ich würde auf Slot 4 und 6 gehen. Und da würde ich an eurer Stelle erstmal überlegen, wo habe ich meine Lücken? Was habe ich am wenigsten? Was brauche ich? Wo könnte ich noch Verbesserungen machen? Bei mir persönlich ist es immer LP%. Und ich denke, das wird vielen so gehen. LP% ist das, wo es am meisten Probleme gibt wahrscheinlich. Wenn man alleine schon nur meine Schnellbauteile anschaut, habe ich nicht sehr viele. Mein schnellstes ist 19 Speed. Mit plus 3. Ist nicht gut. Auch hier in Slot 6. Schnellstes Speed auch plus 19. Auch nicht sehr gut. Was auch für mich sehr, sehr wichtig ist, ist Genauigkeit. Genauigkeit ist mein schnellstes Temposet auf 15. Auch nicht sehr gut. Das sind Teile, die bei mir sehr, sehr schlecht sind. Wenn man jetzt auf Crit Damage schaut, zum Beispiel mit Speed, alleine hier, habe ich 25er, 24er, 23er, 18er noch nicht gebaut, aber ja, ihr könnt natürlich auf Angriff gehen, wenn ihr sagt, hey, ich brauche ein gutes Attack-Bauteil hier mit Crit Damage zum Beispiel. Ja, habe ich nicht zum Beispiel oder weiß ich nicht, sowas hier. Wenn ihr auch sowas nicht habt oder bei euch fehlen Damage-Bauteile, dann geht auf Universal und holt euch ein Damage-Bauteil. Geht auch, ist völlig fein. So, da sind wir auf jeden Fall jetzt hier drin. Jetzt gehen wir hier drauf. Ich nehme natürlich, wie gesagt, Ozeanisch, Slot 6, Hauptattribut, Genauigkeit. Zack. Das wird mein Bauteil sein. Ich könnte natürlich auf LP gehen, das macht es natürlich vielleicht besser, im Anführungszeichen, weil LP kann man halt auf mehreren benutzen, aber dann würde ich sogar auf Slot 4 gehen, weil Slot 4 wäre ein Slot, den gefühlt jeder benutzen wird. Weil auf Slot 4 benutzt du entweder LP%, Verteidigung%, Crit Damage. Das sind eigentlich so die meisten oder vielleicht von mir ist noch Attack, wenn du halt einen Bomber hast oder einer, der wirklich nur auf Angriff skaliert. Dann nimmst du Attack, aber in den meisten Fällen nimmst du entweder LP%, Crit Damage oder vielleicht mal Verteidigung, aber ganz selten nimmst du mal Verteidigung, wenn du halt nichts Besseres hast. Aber meistens LP oder Crit Damage. Und deswegen wäre auf Slot 4 der bessere Pick mit LP%. Ich würde es nicht mal auf Slot 6 gehen, weil Slot 6, wie gesagt, da sind mehrere Sachen. Da könnte LP sein, da könnte Attack sein, da könnte Genauigkeit sein, da könnte sogar Resistance sein. Also, da sind mehrere Möglichkeiten, etwas zu nehmen. Deswegen würde ich bei LP auf Slot 4 gehen. Bei Genauigkeit ist halt sehr spezifisch, aber mein Account braucht halt Genauigkeit, weil ich da echt die größten Probleme habe. Deswegen gehe ich persönlich auf Genauigkeit. Müsst ihr nicht machen. Wie gesagt, dann nehmt lieber LP% auf Slot 4. Habt ihr gute LP% auf Slot 4, dann könnt ihr natürlich auf Slot 6 gehen. Gar keine Frage. Aber das liegt an eurem eigenen Account. So, das ist jetzt etwas, was ich nehmen würde. Ich nehme jetzt Genauigkeit, Ozeanisch, passt. Fertig, herstellen. Ja. So. Okay, ich würde sagen, mein Bauteil ist schon fertig. Ne, ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen rerollen. Aber im Endeffekt sieht mein Bauteil schon sehr, sehr gut aus. Ich habe High Roll, also ich habe Max Roll Speed. Ich habe, glaube ich, Max Roll LP, Low Roll Crit Rate und Flat Verteidigung. Flat Verteidigung ist mir völlig egal, weil den kann ich ja noch ersetzen. Also ein Stat könnt ihr ja sowieso rerollen später. Jetzt kommt das Wichtigste. Leute, bitte. Bitte tut das nicht. Tut nicht das Bauteil jetzt schon beanspruchen. Ich habe schon einige gesehen, die das Bauteil schon beansprucht haben. Im Chat und so. Und es tut mir wirklich, Leute. Ihr habt Zeit. Ihr habt 17 Tage Zeit. Ihr werdet so viele Möglichkeiten haben, die besten Sets oder die besten Stats auf eurem Bauteil zu bekommen. Warum wollt ihr jetzt schon das Ding rausnehmen und hochmachen? Das macht gar keinen Sinn. Ihr macht euch einfach nur das Bauteil schlechter, als es sein könnte. Und deswegen geht ihr hier auf Nebenattribut jedes Mal und switcht einfach durch, wenn ihr was Besseres habt. Ich will auf jeden Fall Geschwindigkeit haben, ich will LP haben. Crit Rate ist sehr, sehr schön. Verteidigung, Attack% auch sehr, sehr schön, aber wichtig ist für mich Geschwindigkeit und LP%. Die anderen zwei können auf jeden Fall andere Prozente sein, das ist mir egal. Ich hatte jetzt wirklich sehr, sehr Glück mit den beiden hier. Deswegen die zwei wären jetzt nicht so schlimm, wenn die jetzt so gut oder schlecht rollen. Ich werde euch auch sagen, warum es egal ist, wenn ihr ein Flat Stat drauf habt. Und das ist der nächste Punkt, der wichtig ist, auf den ihr wirklich achten solltet. Ich habe ja vorher erwähnt, es gibt 3 Jubiläumsevents. Jubiläum 1, Crafting. Jubiläum 2, Aufwertung. Und darum geht's. Aufwertung. Ihr könnt beim zweiten Event dieses Bauteil, was ihr hier craftet, könnt ihr ins Event mitnehmen. Ihr könnt das Bauteil hier nehmen
ins Event packen und ihr könnt euch das Bauteil, so wie ihr es möchtet, erstellen. Deswegen macht das nicht. Ja? Wertet das Bauteil nicht auf, auch wenn ihr es rausnimmt. Wenn ihr jetzt die besten Stats habt, nimmt es nicht raus. Deswegen, das nächste Jubiläumsevent wird euer Bauteil dazu bringen, die besten Werte zu haben. Also es wird das beste Bauteil auf eurem Account. Also warum solltet ihr das beste Bauteil auf eurem Account so verhunzen? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen tut das bitte nicht. Und ich sage das vehement nochmal. So, perfekt. Was will ich mehr? Ich sage das vehement nochmal. Das ist wirklich wichtig. Behaltet dieses Bauteil. Guck mal, dieses Bauteil ist perfekt. Ich brauche das nicht mehr weiter zu rollen normalerweise. Ich könnte es jetzt einfach rausnehmen. Aber mache ich nicht. Ich habe Zeit. Ich habe 17 Tage Zeit. Ich kann das drinnen lassen. Es ist völlig egal. Ja? Lasst das drinnen. Und wenn ihr dann endlich zufrieden seid, ne? Weil im Endeffekt, die Sachen hier, die kosten nichts mehr. Nur noch die da unten. Nur noch die da unten. Aber ihr werdet am Ende genug Punkte haben. Also macht euch da gar keine Sorgen. Behaltet das Bauteil. Ich lasse es jetzt drin. Ich werde das immer wieder weiterrollen. Ich werde noch gucken, dass ich auf jeden Fall Slot 4 vielleicht noch mal einen guten Roll habe. Aber nicht so schlimm. Und jetzt wichtig. Zweites Event im Februar. Ihr nehmt dieses Bauteil raus. Ihr wertet es nicht auf. Ihr lasst es in eurem Inventar stehen. Und im zweiten Event, ich werde dann noch mal dazu ein Video machen, aber im zweiten Event, wenn es rauskommt, werde ich dieses Bauteil nehmen, werde es ins Event packen und werde volle Kanne auf Geschwindigkeit rollen. Volle Kanne. Ich werde hier 24 Speed haben. Und das ist halt schon fest. Ich werde ein Genauigkeitsbauteil mit 24 Speed haben. Und wenn ich dann noch ozeanische Schleifsteine hätte, wo ich dann 5+5 hätte, hätte ich 29 Geschwindigkeit. Und ich glaube, man kann ja nur bis +9 leveln. Das heißt, +12 könnte ich ja Glück haben. Und es könnte sogar auf 30 Speed gehen. Und am Ende hätte ich sogar 35 Speed. Also das Potenzial ist da, ein Bauteil mit 35 Speed zu haben. Deswegen, macht den Fehler nicht. Lasst das Bauteil, nimmt's raus und lasst es im Inventar. Ne? Also mein Bauteil ist schon perfekt. Und das hier ist egal. Weil man kann ja immer ein Stat sperren. Ich werde diesen Stat hier sperren, dass nur die 3 hier gerollt werden. Dann ist die Chance 1:3, dass Geschwindigkeit immer wieder einbekommt. Und 1:3 mal 1:3 mal 1:3. Ihr könnt es ausrechnen. 1/3 mal 1/3 mal 1/3 sind 1/27. Aber das geht, weil ihr habt genug Zeit. Ihr habt 20 Tage dann Zeit, das zu rerollen, bis ihr dann hier Geschwindigkeit auf 24 habt. Dann habt ihr ein sehr, sehr krasses Bauteil. Okay? Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit wirklich helfen. Macht das, so wie ich euch gesagt habe. Lasst es drinne. Und werdet glücklich nächsten Monat mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao.